Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute haben wir wieder mal ein neues Thema, und zwar bin ich angeschrieben worden bei Instagram oder was, YouTube, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich angeschrieben worden, ob ich nicht so eine Axt machen könnte. Und zwar meint er, die Axt gibt es halt so nicht zu kaufen mit diesem hochstehenden Axtblatt. Naja, ihr kennt mich ja. Dirk versucht sich ja an alle möglichen. Deshalb habe ich mir eine Schablone gemacht. Gut, das Ganze muss ich ein bisschen hier dicker machen. Und dann halt das obere Teil. Mal schauen, was jetzt draus wird. Ich habe schon die Teile, die ich brauche, ausgeschnitten. Und zwar hiervon schon mal 3 Teile. Das wird dann der Mittelbau. Ich versuche das Ganze auch wieder relativ simpel zu halten, wie bei dem Streithammer. Also quasi 10er Matte. Damit das Ganze auch relativ einfach nachzubauen ist, wenn mal Bedarf ist. Und dann gucken wir mal, was wir aus dem Ganzen draus gezaubert kriegen. Ne? Das Ganze wird dann auch noch stabilisiert, aber das seht ihr ja dann in dem Video. So Leute, dann hoffe ich, das Ganze wird euch gefallen. Abos immer gern gesehen. Ne? Kommentare, Likes auch, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas, was ihr mal gebaut haben möchtet, beziehungsweise ein Video zu. Einfach in die Kommentare schreiben, und wenn ich dann Zeit dazu habe, das ist ja manchmal früher, mal später, werde ich da ein Video zu machen. Oder halt mehrere Teile, je nachdem wie umfangreich das Ganze ist. Und ich es halt umgesetzt kriege. Wie ihr seht, bei manchen Sachen klappt es auch nicht immer, wie bei der Tomfer-Axt, aber ich hoffe, beim zweiten Anlauf funktioniert es. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Bleibt mir treu. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an. Und zwar, die Schablone brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die legen wir mal auf Seite. Das ist 1,50 Meter Kernstab. Das wird mal wieder ein bisschen eng hier in meinem kleinen Keller. Jetzt habe ich erstmal ein Stück ausgeschnitten vom Kernstab. Das Ding geht relativ bis weit oben hin. Hier oben, das wird dann Holz, wie ihr ja auf dem Bild schon gesehen habt. Hier, ne? Also hier. Da werde ich oben aber noch ein bisschen was draufsetzen, weil ich will das einmal komplett rundherum verkleben. Aber das seht ihr ja dann nachher. So, dann kleben wir erstmal das ganze Stück hier ein. Machen wir erstmal wieder ein gutes Stück von der oberen Seite. So. Ja, das war der Heißkleber, den ich reingepackt habe. Das war auch etwas heiß, wie der Name schon sagt. Aber was soll's. Das gibt wieder eine Blase. Das ist aber, wenn dieser Kernstab etwas zu lang ist. Das Ganze hier die ganze Zeit so rumwabbeln ist. So, schauen wir mal. So, dann gehen wir jetzt hin. Machen nochmal die ganzen Klebekanten nochmal. So, dann nehmen wir mal ein Stück Leder. So, dann habe ich nämlich mit dieser Pappschablone, wo ich die Klinge mitgemacht habe, habe ich auch aus Kunststoffliegengitter. Dann das Brett hier mal weg, dass das so ein bisschen vernünftig mal was aufliegt. So. Na, wisst ihr was? Wir nehmen einfach Hilfsmittel, einen dicken Metallklotz. So, dann kann das Ding auch nicht mehr so gut wegrutschen. Also ein bisschen mittig, auf Seite, dann auch erstmal alles nett. So, jetzt habe ich das natürlich genauso breit geschnitten, wie das ganze Teil ist. Prinzipiell nicht schlecht, aber nachher zum Schleifen und Schneiden scheiße. Deshalb gehe ich jetzt hin und mache erstmal so überall so ein bisschen in der Mitte, um das Ganze so zu fixieren, damit ich dann gleich das wegschneiden kann. So, jetzt haben wir das Ganze hier schon mal fixiert. Das lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen. Gut, tun wir hier auch noch ein bisschen. So.
Wie gesagt, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen, dass der Heißkleber kalt wird. Und dann schneiden wir alles Überschüssige weg. Vielleicht machen wir schon mal eine Linie, damit wir ungefähr schon mal wissen, wo wir lang gehen müssen. Macht das Ganze vielleicht danach ein bisschen einfacher. So. Ich mache mal so gut, so grob einen Zentimeter. Vorne zur Klinge würde ich sagen, nur 2 bis 3. Damit das Ganze vernünftig geschliffen werden kann. Dann haben wir das auf der Seite. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das zweite Teil hingeschmissen habe. Ah, hier haben wir es. So, schauen wir mal. Ich hoffe mal. Ja, ist schon so halbwegs angetrocknet. Jetzt ist es also kalt. Dann machen wir das auf der zweiten Seite auch noch. So. Wie gesagt, das Ganze dient halt nachher dann zur Stabilisation, damit das Achsblatt dann oben nicht so rumwabbelt. So, das Ganze machen wir dann quasi auf der anderen Seite auch. Das zeige ich euch aber jetzt nicht, weil das quasi dasselbe ist, nur halt auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir noch hin und das Ganze noch vernünftig mit Heißkleber nochmal die Kanten und alles ankleben, damit das alles vernünftig drauf ist. Und wie gesagt, den Rest machen wir dann später, dann, wenn die nächste Lage Matte drauf kommt, dann mit Pattex. Wie gesagt, aber könnt ruhig üppig drauf tun, jetzt nicht, dass es überquillt, aber schon ganz ordentlich, damit es auch vernünftig hält. Das ist quasi doppelt gemoppelt, hält besser. Bisschen verteilen, vor allen Dingen immer gucken, dass die Kanten, wo das die Matte quasi ist, also die Außenkanten, dass die immer gut verklebt sind. Und wie gesagt, wenn er dann irgendwie hier so zur Schneide hin, guckt immer, dass er genug Platz dann lasst. Also ein paar Zentimeter sind immer gut. Weil Fliegengitter ist gut zur Stabilisierung, aber nicht schön zum Schneiden. Da ist eure Cutterklinge direkt stumpf. Ist jetzt nicht, dass das eine scharfe oder harte Kante ist, aber irgendwie mag das nicht so ganz. So. Wie gesagt, gut drauf machen. Wie ihr seht, kann man das jetzt auch gut kleben, weil ich jetzt halt vorher schon in der Mitte fixiert habe. Da verrutscht dann auch nicht mehr viel. So. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Dann können wir nochmal eine Fliegengitterlage quasi nochmal einmal hier so komplett drüber machen. Muss jetzt nicht, bei der Größe wird das auch so halten. So, wie gesagt, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch, wie wir es hier auch gemacht haben. Und dann können wir schon quasi die anderen Matten draufkleben. Aber das sehen wir dann gleich. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich die andere Seite auch fertig habe. So Leute, dann machen wir mal hier bei der Axt weiter. Bin jetzt hingegangen, habe einen Streifen von der 10er Matte genommen, in derselben Breite wie hier das Teil. Habe den Kernstab quasi ausgeschnitten, also hier das Teil. Ne? Und jetzt klebe ich erstmal links und rechts das Ganze dran. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen blöd hier im Keller. Vor allen Dingen hier in der kleinen Ecke das zu machen. Im Bastelzimmer wäre ja besser, aber wie gesagt, das sieht immer aus wie Kraut und Rüben. Hier geht's noch. So. Wäre schon schön, wenn ich eine Werkstatt hätte in der Größe. So, das haben wir jetzt erstmal das Stück. Dann muss ich mal gucken. Ich habe hier, glaube ich, noch ein paar kleinere Stücken liegen. Schauen wir mal. Ja, eigentlich nicht, aber ein größeres. So, dann gucken wir einfach mal von der Länge her. Das Ganze wollen wir ja so ein bisschen
Mal schauen. Ja, das reicht. Machen wir direkt schon mal eine Linie, damit wir den Kernstoff ausschneiden können. Ja, der Stift hat das auch bald hinter sich, Leute. Dann haben wir wieder einen neuen kaufen. So. Da ist jetzt quasi eine Linie gemacht. Ich weiß, wie lang das Ding ist. Dann gehen wir hin und den Kernstab aussäbeln. So. Wie gesagt, die Teile immer aufbewahren, sind immer nützlich für alles Mögliche. So, mal schauen. Jetzt haben wir das hier. Dann fange ich wieder an der hinteren Seite zu kleben. Je nachdem, wie gesagt, durch den Heißkleber und das, je nachdem, wie man das halt dran drückt, lenkt sich das Ganze zu der Seite. Dann kann es sein, dass er hier noch ein bisschen, momentan sieht es ja gut aus, aber dann kann es passieren, dass er halt da ein bisschen was abschneiden müsst. Aber wir machen das jetzt mal ganz clever. Wir gucken, dass man das Ganze hier, wenn es geht, das Ganze ist ein bisschen unhandlich, dass das Ganze hier in einem durchklebt. Kann sich dann nämlich auch nichts verziehen, Längen oder was auch immer. So. Machen wir die Seite schon mal. Dann machen wir noch die andere. Und weiter geht's. So. So, dann haben wir das Ganze jetzt auch schon mal dran. Dann gehe ich jetzt noch mal hin und werde das Ganze noch mal mit dem Heißkleber noch ein bisschen in die Ritzen und Rillen rein. So, die erste Seite ist jetzt fertig. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit verklebt. Dann gehen wir jetzt hin, gucken mal, ob wir noch ein größeres Stück Leder haben. Dann haben wir 2 Stücke. Schauen wir mal eben, wie mit der Patexdose hier aussieht. Der Kleber noch gut ist. Ja, sieht gut aus. Gucken wir mal eben, wie viel Platz wir hier haben. Seite auch. Ja. Es ist undeutlich, wenn nichts daran, dass ich das Ding im Mund hatte. So, Mikro ist nicht kaputt, nicht dass er meint. So, Heißkleber brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, dann werden wir mal ein bisschen mehr Pateks hier drauf schmieren. So, jetzt haben wir die Spitzenschutzteile schon mal an Leder drauf. Dann lassen wir das Ganze erstmal trocknen. Wir könnten ja jetzt schon mal hingehen und das machen. Ich glaube, das machen wir noch. Auf jeden Fall schon mal eine Seite. So, dann schauen wir mal. Jetzt schon mal eins von den Teilen. Beziehungsweise das sind noch nicht mal 6, das ist 10 mm Matte, was ich dafür genommen habe. So, dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen. So, fangen wir mal an. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt mal ein bisschen antrocknen. So Leute, dann geht es jetzt mal weiter.
Das Teil ist jetzt soweit hart, trocken. So, dann habe ich jetzt noch 2 Teile zugeschnitten für den Stiel. Das werden wir jetzt auch mal draufkleben. Hätte ich vielleicht noch eine Unterlage nehmen sollen, aber wir versuchen es jetzt mal ohne. Ich hoffe vielleicht nicht so viel Faulsauer. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit eingeschmiert. Dann lasse ich das Ganze jetzt erstmal antrocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann können wir das jetzt dran setzen. Kann man schon gucken, dass das, wenn es geht, möglichst bündig ist. Also hier die Kanten. So. Ein bisschen nachschleifen und schneiden müssen wir sowieso dann nachher. Aber das ist nicht so blöd. So. Dann drückt man das Ganze wieder gut an. So, und das Ganze, was wir jetzt auf der Seite gemacht haben, machen wir dann quasi auf der Seite auch. Aber das filme ich jetzt nicht, das ist nämlich quasi das Ganze nur halt auf der anderen Seite. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Ganze soweit fertig habe. Also bis später. So Leute, dann machen wir mal mit der Axt hier ein bisschen weiter. Das Ganze ist jetzt soweit trocken. Jetzt wollen wir mal gucken, von den Maßen her. Bin jetzt nicht so sicher. Ich glaube, die ist ein bisschen länger geworden wie geplant. Ja, schon irgendwie. Naja, gut. Müssen wir mal gucken. So. Dann fangen wir jetzt erstmal an. Wir schneiden alles so ein bisschen bei. Dann haben wir nachher weniger zu schleifen. So Leute, das Ganze ist jetzt schon mal so ein bisschen runter, damit man das Ganze dann später auch ein bisschen besser greifen kann, aber ich würde das Ganze dann jetzt noch erstmal schleifen. So Leute, den Stiel habe ich jetzt soweit erstmal geschliffen. Schmeiße halt wieder das Mikro um, naja gut, alles gut. So, dann fangen wir jetzt an und werden das Achsblatt noch schleifen. Also einmal komplett rund. Dann werde ich die Schneide reinmachen und dann schauen wir mal, wie es dann nachher aussieht. So Leute, jetzt klebe ich hier noch eine Platte drauf, beziehungsweise ja, wir nehmen irgendwas dünneres. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich was da habe, weil das Ganze hier wird jetzt noch abgedeckt, aber ich glaube, das dünnere, das nehmen wir dafür. Ja. Und dann muss ich an ein paar Stellen noch ein bisschen was nachkleben. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen noch nachgebessert habe. So Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen was nachgearbeitet. Hier oben auch noch so eine Kante, dass das Holz sich ein bisschen absetzt. Ist zwar jetzt nicht so ganz original, aber egal. Hier oben habe ich noch so eine 2 Rillen reingemacht mit dem Lötkolben, dass das aussieht so ein bisschen, als wenn ein Keil da reingetrieben worden ist. Jetzt bin ich hingegangen, habe hier und, an den Griff
bin einmal wieder mit dem Cutter rund gegangen und habe dann wieder so 45 Grad, so ein paar Millimeter tief eine Rille reingemacht. Das ist dann, damit ich weiß wieder, wie lang das Bleiband wird. Habe vorher mal mit den Händen so ein bisschen geguckt, wenn man ausholt. Ich will das Ganze nicht ganz unten ran machen, weil je nachdem will man auch schon mal unten vielleicht ein bisschen mit parieren oder zuschlagen. Deshalb mal ein bisschen höher. Kommt nachher Leder drüber, also kann da nichts groß passieren. So, dann gehen wir hin. Ja. Erstmal wieder ein bisschen Bleiband. Wenn wir wieder ein bisschen mehr brauchen, dass das Ganze auch ein bisschen Gewicht kriegt, Leute. Ne? Da gibt nichts Schlimmeres wie Waffen, die nichts wiegen. Also so gar nichts. So. Gehen wir wieder hin, nehmen wieder das Anfangsstück. Kleben das hier so ein bisschen ein. Dann lassen wir das ein bisschen abkühlen, damit wir danach auch ein bisschen Zucht drauf geben können. Und dann machen wir dann gleich weiter. So. Nur für den Fall der Fälle, dass noch mal einer fragen sollte, das Bleiband hat 70 Gramm auf 1 Meter. Ja, hat sich eigentlich ganz gut bewährt und ist halt nicht zu teuer, wenn man den 50 Meter Rollen kauft. So. So, das Ende dann wieder gut verkleben, dass sich da nichts lösen kann. Dann wieder so einen kleinen Fitzel länger stehen lassen, damit man immer noch so ein bisschen was ziehen kann. Und dann beim Abschneiden ist es dann auch ein bisschen praktischer. Das ist zwar Materialverschwendung, aber naja gut. Die 2-3 cm. Ich glaube, das geht okay. Wenn man da, wo so ein bisschen noch was übersteht, können wir noch mal so ein bisschen mit der Spitze von der Heißklebepistole drüber gehen, dass das was schmilzt. Dann habt ihr nicht so komische Klumpen, sage ich jetzt mal. Oder Nasen oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Sieht nachher einfach schön aus. Das ist halt, wenn ihr ein bisschen zu üppig drauf gemacht habt. Aber das passiert mir auch, wie ihr es seht. Und halt immer noch mal so ein bisschen mit der Spitze drüber gehen von der Heißklebepistole und dann ist das gut. So, das sieht schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt noch mit dem Heißluftföhn mal drüber. Wir glätten das Ganze. Und aufpassen, dass ich nicht das Warme von dem Heißkleber reinpacke. Das ist ja noch nicht ganz ausgekühlt. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen wieder abkühlen. Ja, das ist vom Heißluftföhn und Glätten halt ein bisschen warm geworden, aber geht schnell. 1-2 Minütchen ist halt wieder kalt. Das geht immer ziemlich flott. So Leute, der Rohling für die große Axt ist fertig. Das Ganze ist soweit stabil. Geht zwar ein bisschen hin und her, aber passieren kann da eigentlich nichts. Das ist ja alles mit Fliegengitter innen verstärkt. Also man könnte jetzt noch hingehen und hier noch so eine Verstärkung reinmachen und hier. Aber normalerweise dadurch, dass das jetzt quasi fast bis zum Rand sein müsste, weil ich ja noch ein Stück weggeschnitten und geschliffen habe, dürfte eigentlich so schnell nichts passieren. Bleiband ist auch drin. Ich sehe gerade an einer Stelle hier, das muss ich noch kurz abschneiden. So, dann kann man hier auch danach vernünftig greifen. Unten drunter werde ich noch eine Lederplatte, damit man das Ganze gut hinstellen kann. An ein paar Stellen muss ich noch ein bisschen beiarbeiten, so, aber im Großen und Ganzen ist das Ding eigentlich schon so weit fertig, dass man eigentlich schon latexen kann. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Likes, Kommentare, vor allen Dingen Abos, gern gesehen. Wenn ihr auch mal irgendwas gebaut haben wollt oder irgendein Tutorial zu irgendwas, ne, einfach unter die Kommentare schreiben. Wenn ich es hinkriege, versuche ich es umzusetzen. Dann gibt es halt ein Video oder halt mehrere, je nachdem wie groß das Projekt sein sollte und ob ich es halt hier unten im Keller umgesetzt kriege, weil ich habe hier nicht wirklich so viel Platz. Also so ein Teil, das ist schon, eine helle Bade wäre schon zu groß. So Leute, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn ich dann anfange, das Ganze schön hübsch zu machen. Ne? Bleibt mir treu, wir sehen uns.